Yo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Tim hier und heute endlich Teil 1 meines Trips nach Chicago. Das erste Ding ist vielleicht, kleine Vorwarnung, ein bisschen langatmig, wie man so schön sagt, please bear with me. Das ist mein erster Vlog oder Vlog oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich habe einfach Videos gemacht und man muss dazu sagen, ich habe es nicht so super tiefgehend gemacht, wie vielleicht andere Leute das gemacht hätten. Ich muss aber dazu sagen, es ist meine erste Reise gewesen nach Chicago und überhaupt. Ich bin noch nie vorher geflogen und ich war noch nie, ehrlich gesagt, auch außerhalb von Deutschland. Von daher habe ich natürlich schon aufgenommen und auch meine Gedanken ein bisschen rausgehauen. Aber in erster Linie bin ich nach Amerika geflogen, wie man schon im Titel sieht, wegen dem Realm of Collectors und wegen der TFCon. Teil 2 wird dann wesentlich tiefer gehend mit den Leuten. Ich weiß nicht, ob Teil 2 oder 3, aber ihr werdet da auch Fotos von den Leuten sehen und ich zeige auch einen Rundgang von der TFCon und das Hotel zeige ich auch ein bisschen, Roomtour und so weiter. Teil 1, wie gesagt, erstmal ein paar Gedanken von mir, wie ich abhebe, in Anführungsstrichen, wie ich lande und wie ich so ein bisschen rumlatsch. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, euch gefällt das so ein bisschen. Wie gesagt, das erste in dieser Art reißt mir nicht den Kopf ab, in dem Sinne, viel Spaß. Jo Freunde, moin moin. Es ist der 24.10. Ich glaube 7:36 Uhr oder so. Ziemlich früh, die Nacht war bescheiden und mein Flug geht so nur 2 Stunden und 25 Minuten. Flug nach Chicago. Ich bin echt aufgeregt. Ich habe ein bisschen Schweißausbrüche. Wie gesagt, Nacht war beschissen, trotz einer Tablette. Aber letztes Problem wurde auch außer Welt geschafft. Ich kann nach 16 Uhr ins Hotel einchecken. Von daher, wenn die Migration am Flughafen in Chicago länger dauern sollte, dann passt das auch. Mein Dad holt mich gleich ab, ich bin ja fast fertig. Von daher, wenn mal zwischendurch mal was. Ich glaube, das wird ein ziemliches Chaos-Video. Vielleicht auch 2, habe ich ja schon gesagt. Von daher, wird schon Glück, dass alles läuft. So, Part 2 von keine Ahnung wie viel. Ich bin ja jetzt am Flughafen. Kleinen Roundabout für euch. Röntgen, Customs und so weiter war alles in grün. Aber der Tim K. schippt ja keinen Scheiß mit bisher. Also von daher, ich warte jetzt auf den Flieger. Das müsste gleich so passieren. Gate ist noch nicht auf. Um 10:05 Uhr soll das Ding gehen. Ja, und dann 11 Uhr irgendwie was da, ne? Und dann da mal rüberlaufen. Schauen wir mal. Da ist er. Da ist er. Hier stehen wir.
So, erste Etappe geschafft. Das war was. Erst einmal fliegen. Hui. Jetzt muss ich mal zum Gate F. Passportkontrolle. Und dann mal schauen. Gate F. Weiter geht's. Das ging viel schneller als erwartet. Keine große Schlange. Wurde wie gesagt eine halbe Stunde, bis man am Flieger ist. Das war nicht der Fall. Naja. Eingecheckt. Wie gesagt, alles gut. Jetzt kommt die zweite Etappe. Nach Chicago. Mal schauen. Jo, Freunde, das hat dann endlich mal funktioniert. Sowas von anders. Scheiße. Ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen. Ich habe natürlich mein kleines Clip-Mikrofon nicht dabei. Ist ja auch ein bisschen runtergerockt, auch glaube ich. Aber ja, ich bin hier. Ich sehe hier ein GMC-Pickup nach dem nächsten. Schon echt cool hier. Ich höre hier ein V8 nach dem nächsten. Oh, herrlich. Herrlich. Oh, das ist mein Ding. Naja, either way, der Flug war richtig cool. Das ist das erste Mal, dass ich sowas hatte, muss ich sagen. Ey, das war ein Krampf, sag ich euch eben. Aus dem Terminal rausgekommen. Meint ihr, das sind Fußwege? Das sind keine Fußwege. Ich bin da über Rasen gelaufen. Ich habe Schwein gehabt, dass ich da ein Taxi erwischt habe. Und der hat mich auch schon angeguckt. Was machst du hier eigentlich gerade? Ich sehe ja, ich habe einen Fußweg gesucht. Warum? Na, ich bin ja an der Straße, ich zeig das mal ein bisschen. Hier, da ist schon wieder ein GMC-Pickup, da ist ein neuer Charger. Oh, hier fährt andauernd so ein geiler Scheiß rum. Naja, ich ihm erzählt, auf Google Maps alles ausgedruckt und so, ganz entspannt, kein Problem, 40 Minuten laufen, Klick, Klack, wäre ich da gewesen. Ja, scheiße. Erstmal direkt 15 € für ein Carepack, das mehr geht auch. Naja, ging aber, war okay, der Typ war in Ordnung. $2 Trinkgeld gegeben, ist glaube ich okay. Uber macht das Taxisystem kaputt. Hätte man irgendwie kommen sehen müssen, ne? Er hat sich echt über aufgeregt. Er hat mich sogar gefragt. Meinst du, Uber macht Taxi kaputt? Ich so, naja, mit dem ganzen automatisierten Fahren könnte ich mir vorstellen, dass das ganze Taxisystem womöglich für euch Taxifahrer gewesen nochmal am Arsch geht. Naja, Fliegen an sich ziemlich cool. Aber ich muss sagen, ich glaube, da wäre ich kein Fan von. Weil erstens dieses Eingebüchste. Und dann auch noch das Gefühl, wenn du da in diesem Ding sitzt und das Teil gibt Gas, du wirst da mega reingedrückt und die ganzen Schwankungen, Kurven, auf, ab. Die Turbulenzen haben wir gar nicht so zu schaffen gemacht, das war nicht das Ding, das war ein bisschen geruckelt, aber das war auch alles. Aber dieses Gewackel und Gewanke, das hat sich alles so achterbahnmäßig angefühlt. Ich fahre auch keine Achterbahn, ich hasse Achterbahn. Da habe ich einen sensiblen Magen. Echt widerlich. Oh, hier, da kommt was Schönes, Leute. Schöner klassischer Schulbus. Von vorne bis hin. Schönes Ding. So muss ein Schulbus aussehen. So, Papa geht jetzt was gucken. Hier ist nämlich ein Target. Target. Ich kann auch zu Subway. Aber ich habe mir schon einen Laden rausgesucht, der gute Burger hat, so wie es aussieht. Shoulders Joe. Den checke ich mir mal aus. Und wie gesagt, jetzt Target, mal gucken, hier haben wir mal ein paar schöne Editionen. Da was futtern. Und dann war das auch irgendwie bald ein 18-Stunden-Tag, wenn ich dann irgendwann da bin. Also, ich bin jetzt erstmal raus, mach das und essen. Und dann gibt es noch eine Roomtour. Und da geht es morgen langsam los mit dem Ram of Helters Treffen. In dem Sinne. Ja, was macht der Angesagte von heute, wenn er dann mal tatsächlich nach Amerika fliegt? Die Spielwarenabteilung. Guck mal, was das hier so gibt. Ist ein bisschen was anderes. Das ist noch nicht die richtige Altersgruppe. So, der Fernseher. Ich muss sagen, der Laden erinnert mich so ein bisschen an Real. So ist besser sortiert. Die haben ja alte Sachen, aber die sind trotzdem nicht so runtergekrabbelt aus über uns. Ihr wisst sicher, was ich meine. Motion Sensor. Nice. Naja, was haben wir hier? Hier kommen wir der Sache langsam näher.
Hier sind wir jetzt bei Lego. Ninjago Movie. Ziemlich fette Sachen. Oha. Oha, sag ich da nur. Oha. Also wenn ihr gleich einen komischen Schrei hört, dann habe ich was gefunden, wo ich dachte so, das gibt's ja gar nicht. Der Hulkbuster, den habe ich. Das ist ja langweilig. Die eine Sache. Minecraft, riesige Sets. Absolut irre. Oh, die Möglichkeiten. Leute, mit was ich hier rausgehen würde. Transformers. Aber nicht viel. Noch nicht. Trading Cards. Guck mal an. Wusste ich auch gar nicht. Fette Matchbox. Ziemlich fette Matchbox. Tonka. Schön. Wirklich schöne Sachen. Muss ich sagen. Nett, nett und wieder nett. Ein bisschen wenig Actionfiguren, aber da kriegen wir in den nächsten Tagen auf der TF-Con ja auch noch ein bisschen was zu sehen. Was jetzt hier ist, wenn ich eine Videospieledition finde, dann kann ich ja nicht mal. Bingo! Hier sind wir noch wo. Power of the Primes Grimlock. Rodimus Unicronus. Also die Studio Series. Ich stehe ja nicht auf die Dinger. Aber Hasbro macht momentan was richtig. Der Grimlock sieht wirklich gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was DNA da für ein Kit bastelt, ist auch ziemlich geil. Nett. Da kann man mit arbeiten. Ah, guck mal an. Bumblebee. Der Leader Commemorative Soundwave. Ah, so in live muss ich sagen, sieht der Rodimus Prime wirklich wack aus. Da kann man so weitergehen. Was haben wir hier noch? Jurassic World. Jurassic World haben wir hier noch. Guck mal an. Alter, ein Titan Spidey. Nicht übel. Marvel Legends. Was haben wir hier für Marvel Legends? Wir haben hier einen Venom Pool. Ich hab's hier mal mit. Nein, einer, der unbedingt mit will, der fällt mir nämlich in die Arme. Black Bolt, der kommt aber nicht mit, den will ich nicht haben. Submariner. Black Bolt, was ist noch was haben wir hier? Superior Force of Spider-Man. Nicht schlecht. Was haben wir noch? Havoc. Paladin. Nochmal Havoc. Schade, wenn ich hier einen Venom gehabt hätte, hätte ich mir jetzt so einen Venom bekommen. Oh, first 10 years Marvel Legends. Nice. Crossbones und Steve Rogers. Oh ja, ich nehme einen Woman's-Titel mit. Ist klar. Ist klar. Shows Joe Bar and Grill. Sehr klasse. Gefällt mir. Also richtig klassisch, haufenweise Sportübertragung hier. Richtig schöne Bar and Grill. Richtig geil. Toller Laden. Wir haben coole Sachen. Ich bin aufs Bier gespannt. Meine Wahl ist auf das Tyrannia Rockies Revenge gefallen. Ein Bourbon Brown Ale. Papa gönnt sich das heute Abend. Beim Essen seid ihr aber nicht dabei. Roomtour bin ich noch schuldig. Das machen wir leider. Aber erstmal geht Papa essen. So. Kleine Roomtour habe ich euch ja versprochen. Von daher zeige ich euch mal eben mein kleines Domizil im Edward Hotel in Roseman, Chicago. Gar kein schlechter Ausblick hier. Auf dem Freeway so ein bisschen. Überraschend ruhig. Ich glaube, obwohl. Fenster ist nicht auf. Sehr oldschool gehalten. Aber alles, was man braucht. Und
Ich war mal bei Target und habe mir ja Trinkwasser geholt. Und das ist jetzt frisch, nachdem ich aus der Shoeless Joe Sportsbar raus bin. Und da ist der hässliche. Ist gut. Kann man nicht meckern. Absolut in Ordnung. Gefaltetes Klopapier. Oh. Ja. Und was ich ja schon immer mal austesten wollte, ist dieses Wasser tatsächlich geklort. Machen wir den Test. Ja, voll Chlor. Krasse Scheiße. Wie chloren ihr Wasser? Naja, wer hat, der hat. So. Und ein Oldschool-Sprinkler. Naja. Burger war der Kracher. Saugeile Bedienung. Im Sinne von weiblich lecker. Und jetzt packe ich mich noch ein bisschen aufs Bett, daddel ein bisschen rum, Powerbank an Start und dann beginnt morgen der Ernst. In diesem Sinne.